Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt neue Patch Notes und neue Producer Notes. In beides gehen wir jetzt mal rein und lesen uns mal durch, was ist alles so neu in dem Game und was hat uns Playa Games bzw. Shakes and Fidget in den neuen Producer Notes zu erzählen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Dazu gehen wir einmal in den Webshop rein und hier sehen wir auch schon die 40. Producer Note. Huch, oh Gott, hat direkt weggeklickt. Update zu den Fusionen. Ja, es gibt Update News. Wir planen die Fusionen nach der nächsten anstehenden Fusion, die Stubble-Steppe, F6, F12, F20 vorerst auszusetzen. Also nachdem jetzt der Server fusioniert ist, der gestern fusioniert worden ist, dort werden wir die Tage auch mal reinschauen, wie sich das Ganze da so auf dem Server entwickelt. Ich habe da bisher jetzt noch kein Auge drauf geworfen, aber da werden wir definitiv auch nochmal reingehen. Und ja, der Grund dafür ist, dass die Fusionen immer größer und komplexer werden, bis zu dem Punkt, an dem es einfach zu heikel wird, sie auf die aktuelle Art und Weise weiterzuführen. Die jüngste Fusion von Gnagurim hat uns bereits gezeigt, dass die Datenmengen, mit denen wir arbeiten, langsam ein zu großes Ausmaß annehmen. Also es gibt jetzt erstmal nach der Stubble-Steppe keine weiteren Fusionen. Bevor wir an weiteren Fusionen arbeiten, werden wir uns darauf konzentrieren, unsere Systeme zu optimieren und die Art und Weise, wie wir sie planen und durchführen, zu verbessern. Diese Pause gibt uns die Zeit, Risiken zu minimieren, den Prozess zu verbessern und sich sicherzustellen, dass zukünftige Fusionen fehlerfrei ablaufen. Einige von euch hatten unsere Pläne für Fusion 29 im August vielleicht schon auf dem Radar. Diese wird sich höchstwahrscheinlich auf ein späteres Datum verschieben. Wir wissen, wie wichtig Fusionen für euch alle sind. Ihr plant fest damit, aber wir sehen zu viele Risiken, wenn wir den aktuellen Plan durchziehen. Wir haben absolut vor, dieses Jahr noch Fusionen durchzuführen, aber zuerst müssen wir sicherstellen, dass alles läuft wie geplant. Also ja, im August war eigentlich original noch eine weitere Fusion geplant. Die wird jetzt erstmal ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Mal gucken. Also es kommen noch weitere Fusionen dieses Jahr, allerdings dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Dann gehen wir jetzt noch einmal rein und zwar in den neuesten Changelog 30.8. Hier gibt es auch ein paar Neuerungen, die wir uns direkt mal reinziehen wollen. Ja, Update 30.8 bringt euch 18 neue Achievements, mehrere Bugfixes und die Arena-Siegesserie. Allgemeine Anpassung. Neues Achievements oder beziehungsweise neue Achievements. Es wurden 18 neue Achievements in der Bibliothek der Akribie hinzugefügt. Wie gewohnt gewährt jedes abgeschlossene Achievement dauerhaft 5 Attributspunkte auf alle 5 Attribute. 2 neue Milestone-Kategorien. Elevator, Bedingung ab Level 10 und Legendary Dungeon, Bedingung ab Stufe 50. Also hier gibt es 2 komplett neue Kategorien im Bereich der Achievements und das sind halt eben die 2 temporären Events, die wir haben, Elevator und Legendary Dungeon. Neue Achievements in der allgemeinen Kategorie. Wir haben einmal den Veteran mit Stufe 600, den Lichthüter mit Stufe 700, dann haben wir den Erleuchteter mit Stufe 800. Jetzt wird es interessant. Halbgott mit Stufe 900 und Mythos haben wir mit Stufe 1000. Ich finde es echt wild, muss ich mal so an der Stelle erwähnen, dass wir mittlerweile nach 17 Jahren, so alt wie das Spiel ist, wirklich so langsam uns darüber unterhalten, dass es in greifbarer Nähe rückt, zwar noch einige Jahre dauern wird, aber wir wirklich jetzt schon so weit sind, dass wir hier in dem Game ein Achievement im Sammelalbum haben, wo man Stufe 1000 erreichen muss. Das ist schon wirklich krass. Es ist heftig und ja, damit habe ich erstmal nicht gerechnet, aber es ist verdammt heftig, das mal so zu sehen auf jeden Fall. Ja, es gibt auch Screenshots davon, beziehungsweise gibt es ja auch ein Video auf dem YouTube-Kanal. Und so sieht das Ganze hier auch einmal aus. Ja, hier haben wir den Screenshot von Myth. Ja, Myth. Myth, ihr wisst schon. Reach Level 1000. Ja, das ist schon krass. Das ist schon wirklich heftig, ja. Okay, machen wir mal weiter.
Das muss man erstmal sacken lassen, ne? Level 1000, Alter. Wiederholungstäter. 2-jähriges Jubiläum, also seit quasi 2 Jahre dabei. Und halbes Jahrzehnt, 5-jähriges Jubiläum. Also wer 5 Jahre am Stück spielt, beziehungsweise, ich glaube, seinen Account vor 5 Jahren erstellt hat, ich weiß nicht ganz genau, wie das getrackt wird, bekommt hier ein Achievement, dass man ein halbes Jahrzehnt das Spiel gespielt hat. Also das sind wirklich Achievements, die sind hier auf Long Term. Das sind Long-Term-Achievements und das ist schon krass. Teuflischer Durchschnitt, eine durchschnittliche Gegenstandsqualität von 666 haben. Schnapser, Schnapser, Alter. Eine durchschnittliche Gegenstandsqualität von 1111 haben. Ich weiß nicht, ob die rückwirkend auch aktiv sind, weil ich ja schon über beiden Gegenstandsqualitäten bin. Oder ob ich dann wahrscheinlich, ja, doch eigentlich muss ich die automatisch freigeschaltet kriegen, weil ich kann ja nicht mehr niedriger von meiner Gegenstandsqualität her werden. Also ich kann ja meine Gegenstandsqualität nicht beeinflussen, dass die niedriger wird. Also die drüber sind, müssen die eigentlich automatisch frei haben. Ja. In der Festungskategorie die Mine auf Stufe 100 ausgebaut haben. Ja, Stani. In der Unterweltkategorie die Goldgrube auf Stufe 100 ausgebaut haben. Ja, Stani. In der Legendary Dungeon Kategorie legendärer Augenschmaus komplett mit legendären Gegenständen ausgerüstet sein. Stani. Beim Betreten des Legendary Dungeons. Stani. 100 Mal Schicksalsklunker ausgewählt haben. Stani. 1000 Behälter öffnen. Stani. Zero Death Runs. 100 Stück erreichen. Leider nicht mit dabei. Schade. Hätte ich mir sehr gerne gewünscht. Das wäre wirklich ein Achievement, wo ich drauf geschwitzt hätte. Ja, ich hätte mir gewünscht, sehr, sehr gerne, dass sie hier noch ein bisschen die Zero Death Runs appreciated hätten, noch ein bisschen gewertschätzt hätten, das Ganze. Und zumindest sowas, ne? Also es gibt das ja bei Titel und Taten mit den Trophäen. Ich hätte es mir wirklich sehr gewünscht, dass es hier auch noch Zero Death Runs gibt. Ein Zero Death Run, 10 Zero Death Runs, 50, 100 oder so, ja. Das wäre schon cool. Das wäre schon sehr, sehr cool. Das wäre für mich auch, also jetzt, ne, wenn ich jetzt aus reiner Ego-Perspektive rede, wäre das für mich das Magnum Opus der Legendary Dungeon Achievements. Ja, würde ich an oberster Stelle setzen. Der Rest ist alles so, ja, es kriegt jeder. Das kriegt jeder irgendwann. Ja, aber diese Zero Death Runs, mein Gott, da kann man schon wieder, da wurde schon wieder Potenzial liegen gelassen, sag ich. Ja. Ist schade. Ich hoffe, da kommt noch in Zukunft ein bisschen was. Es müssen keine 100 sein, aber so, keine Ahnung. Ja, 10 wäre auch zu low. Haben wir ja auch schon mittlerweile 50. Ja, 100 wäre schon geil. Ja, wir haben Stufe 1000 hier als Achievement. Dann kann man auch 100 Zero Death Runs als Achievement reinballern. Ja. Okay, so viel dazu. In der Elevator-Kategorie, beim Betreten des Elevators, Stani, 100 Schlägereien im Elevator verbrauchen, Stani. Okay, ich lasse es sein. Ebene 600 besiegen im Elevator. Ihr wisst es, ja. Bereits bestehende Achievements, die Kategorien wechseln. In der Legendary Dungeon Kategorie. Beginn einer Legende. Den ersten legendären Gegenstand finden und lebende Legende 10 legendäre Gegenstände im Album haben. Also wurde jetzt hier einmal geswitcht. Dann gibt es noch ein paar Verbesserungen. Arena-Siegesserie. Die Arena verfügt nun über ein neues Icon, das eure aktuelle Siegesserie im Arena-Bildschirm anzeigt. Jeder Sieg erhöht den Zähler um 1, während eine Niederlage ihn wieder auf 0 zurücksetzt. Schwarzmarkt, also ne, das wird hier dann, hier in der Arena wird hier neben dann so eine kleine Streak angezeigt werden, ist halt auch wichtig vielleicht für dieses eine Titel- und Taten-Achievement. Schwarzmarkt Kauflimits. Bei Paketen auf dem Schwarzmarkt wird das Kauflimit nun grundsätzlich angezeigt, sofern ein solches existiert. Und dann wurden noch ein paar Fehler behoben, durch den die Gebäudetimer der Festung manchmal um 1 Stunde verschoben waren. Bibliothek der Akribie. Fehler behoben, durch den Einträge in Sammelalbum nicht gewährt wurden. Wenn ein Gegenstand direkt auf Alter Ego ausgerüstet wurde. Gilde, Fehler behoben, Gildenname auf Link endeten zu Darstellungsfehlern führten. Jo, das sind auf jeden Fall so die Neuerungen, die wir jetzt haben. Ich hatte mir noch ein zweites Bild gemacht hier. Das ist einmal das, wenn man jetzt eine halbe Dekade gespielt hat. Ne, da erzählt der Ankh wieder dem Zoomer,
Äh, vom Krieg damals, ne? Äh, Ja, wer meine Livestreams verfolgt, der wird sich etwa so ähnlich fühlen, weil ich auch immer von damals erzähle, wie das Spiel so damals gewesen ist. Wir gucken uns alte Videos an von Shakes and Fidget von, keine Ahnung, 2014, wo ich angefangen hatte oder sowas. Ne? Deswegen ist schon immer ganz cool. Ja, Freunde, das sind soweit die Updates. Ich hoffe, ihr seid ja jetzt soweit auch bestens informiert. Schreibt mir sehr gerne rein, was ihr dazu sagt. Wünscht ihr euch auch noch irgendwas, so wie ich auch? Dann lasst es mich sehr gerne wissen. Ansonsten, ja, war es das soweit von mir. Und wünsche euch noch einen super schönes Tag. Super schönen Tag. Ist schon wieder spät. Es ist schon wieder sehr spät. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.